Ja, es gibt ja immer wieder Unklarheiten bei der Erstellung von den YouTube-Kanalbannern. Wie groß müssen die denn sein? Warum sieht man da nur so einen ganz kleinen Ausschnitt davon und so weiter und so fort? Heute zeige ich dir erstens, auf welchen Endgeräten das Banner wie ausschaut, und du kannst mir außerdem bei der Neuerstellung über die Schulter schauen. Ich brauche sowieso für mich einen neuen Kanalbanner. Also, los geht's. Fangen wir zuerst überhaupt mit der Auflösung der Bannergrafik an. Die ist nämlich mit 2560 x 1440 auffallend groß. Das heißt, andere Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder LinkedIn verwenden hier wesentlich geringer aufgelöste Bilder. Im Fall von YouTube macht es aber durchaus Sinn. YouTube-Videos werden nämlich nicht nur auf Computern und Smartphones angeschaut, sondern es gibt auch diese Apps für normale internetfähige Fernseher. Und dort kann man natürlich dann auch auf den Kanal eines Users gehen und sieht dann natürlich auch seinen Banner. Das sieht dann in etwa hier so aus. Wenn man sich den Kanal aber zum Beispiel auf einem Computer anschaut, dann wird vom Banner nur mehr ein kleiner Ausschnitt und natürlich auch ein anderes Seitenverhältnis angezeigt. Jetzt sieht das so aus wie eben ein normales, richtiges Banner, das man aus dem Internet gewohnt ist. Ja, und dann kommen außerdem noch die mobilen Endgeräte dazu, die dann nochmal horizontal ganz schön was weglassen. Hier zum Beispiel am iPhone. Das heißt jetzt aber, von der ganzen riesigen Auflösung bleibt dir schlussendlich nur ein kleiner Bereich, in dem deine relevanten Infos sichtbar sein sollen. Und dafür habe ich eine Art Schablone, eine Grafik, die mir genau diesen Bereich anzeigt, und so kann ich kontrollieren, dass da nichts quasi im unsichtbaren Bereich liegt. Übrigens, die Grafik verlinke ich dir hier unten im Beschreibungstext, die kannst du natürlich gerne auch verwenden. Ja, und nachdem mein Kanalbanner ja auch jetzt schon etwas in die Jahre gekommen ist, werde ich mir heute auch gleich noch ein neues basteln und zeige dir das mit Canva. Das ist ein sehr populäres Online-Grafiktool, das es übrigens auch in einer Gratis-Version gibt. So, wir sind also jetzt hier schon in Canva. Das ist jetzt praktisch die Startseite. Du hast hier die Möglichkeit, nach bestehenden Designs schon zu suchen. Der Vorteil von Canva ist natürlich, du hast hunderttausende schon bestehende Templates, die du verwenden und verändern kannst. Das heißt, wenn du hier oben im Suchfeld zum Beispiel, ich habe es hier oben schon, YouTube-Kanalbanner eingibst, dann bekommst du auch schon die ersten Vorschläge. Man sieht hier auch schon, ich habe hier schon vorher eins runtergeladen. Ein leeres Design wäre das. Wenn ich hier reingehe, dann geht das Ding in der Originalgröße auf. Und du siehst schon, ich habe mir hier bei den Vorlagen mir schon ein Design ausgewählt. Das lade ich jetzt einfach mal. Und das ist praktisch das Vorgegebene. Was wir jetzt nicht brauchen, wir brauchen diese Dame hier nicht, wir werden auch diese Texte hier nicht mehr brauchen. Ich lösche die einfach jetzt mal raus. Das brauchen wir auch nicht, das auch nicht. So, den Subscribe-Button werde ich mir wahrscheinlich aufheben. Das heißt, ich werde hier jetzt abonnieren zum Beispiel probieren. Das ist etwas groß, deswegen selektiere ich den Text und mache ihn hier oben so klein, dass er reinpasst. Ja, machen wir 26, das ist okay. Alles klar. Damit ich jetzt, du siehst schon, das besteht aus mehreren Komponenten, nämlich einerseits den Kreis, dann habe ich hier die Glocke und habe hier die Schrift. Heißt so viel wie überall dort, wo ein blauer Rahmen erscheint, das ist ein Objekt. Ich kann mit der Hochstelltaste, mit der Shift-Taste, alles selektieren und kann die zum Beispiel auch gleich gruppieren, dass ich sie als ein Objekt verschieben und vergrößern, verkleinern kann. Das heißt, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit permanent alle drei auswählen. Schauen wir uns mal den Hintergrund an. Das ist ja ein Foto, ein eingefärbtes. Das brauche ich zum Beispiel jetzt mal überhaupt nicht. Es gibt noch ein paar Elemente, die der vorherige Designer da verwendet hat. Diese Bleistifte, die lösche ich auch gleich raus, und die Kopfhörer. Das heißt, jetzt habe ich einfach nur diesen Streifen, und den finde ich ja ganz grandios, weil der gibt mir genau vor, wo die Sachen jetzt dann noch am Desktop und beim Mobile sichtbar sind. Also den Streifen behalte ich mir auf jeden Fall. Jetzt schaue ich mal, dass ich eine andere Hintergrundfarbe bekomme. Ich gehe dazu hier in die Hintergrundfarben. Zuerst mal selektiere ich den Hintergrund. Du siehst schon, blauer Rahmen rundherum. Gehe in die Farben vom Hintergrund rein und wähle jetzt einmal zum Beispiel hier unten einen Verlauf aus. Zum Beispiel jetzt so einen hier. Hätte aber ganz gern den Verlauf noch ein bisschen anders. Das heißt, ich klicke hier in diesen Verlauf rein und kann ihn zum Beispiel so weit umstellen, dass oben die hellere Farbe ist, unten die dunklere. So, dann habe ich jetzt einmal hier diesen Verlauf, der
Den lasse ich jetzt mal so. Ich könnte natürlich auch die Verlaufsfarben hier noch ändern und dementsprechend anpassen an meine CI. Übrigens, weil es mir gerade einfällt, wenn du weitere Tipps und Tricks zum Thema Online-Video und Videomarketing erhalten möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich will aber ein bisschen mehr Struktur in das ganze Ding reinbekommen. Also nicht nur einfach einen einfachen Farbverlauf, sondern ich will ein bisschen Details und Textur in die Geschichte reinbekommen. Deswegen habe ich mir schon etwas hochgeladen. Also bei meinen Uploads, das sind praktisch die Files, die ich selber hochgeladen habe auf Canva, habe ich hier drinnen schon ein Schwarz-Weiß-Bild, das eigentlich eine Architekturaufnahme ist. Also das ist irgendwo aus einem Gebäude aufgenommen. Aber ich habe mir gedacht, das kann ich eigentlich recht gut verwenden. Das heißt, ich ziehe es mal auf groß. Schaue jetzt, dass das Ganze nicht meinen Streifen und mein Jetzt abonnieren, meinen Sticker verdeckt. Das heißt, ich gehe hier auf Position und verschiebe das jeweils nach hinten, immer eine Stufe weiter nach hinten. Jetzt ist es zum Beispiel unterhalb des Streifens, unterhalb des Stickers, aber überhalb des jeweiligen Gradients, also des Farbverlaufs. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier reingehen und kann mich mit der Transparenz ein bisschen spielen und kann, dass man gerade halt noch die Struktur soweit sieht. Ja, und lasse das jetzt mal so weit stehen. Das heißt, ich habe einfach die Deckkraft meines Fotos dermaßen reduziert, dass der untere Gradient, dass der untere Farbverlauf wieder durchscheint. So, jetzt hätte ich ganz gern noch hier auch ein bisschen mehr Farbe, also einen Farbverlauf. Dazu auch wieder, ich selektiere den Streifen, gehe in die Farben des Streifens rein, wähle auch hier zum Beispiel wieder einen Farbverlauf. Nur hätte ich den jetzt ganz gern, dass zum Beispiel der hellere Bereich mittendrin ist. Also jetzt hier im Zentrum. Dann brauche ich noch ein Foto von mir, hätte ich ganz gern drinnen. Das heißt, ich gehe auch wieder in die Uploads. Welches nehmen wir? Nehmen wir das da zum Beispiel. Kann das jetzt hier erstens einmal natürlich größer, kleiner machen. Ich hätte ganz gern, dass der Hintergrund natürlich weg ist. Das heißt, ich selektiere das Foto, auch wieder blauer Rahmen rundherum, gehe auf Foto bearbeiten, sage Hintergrund entfernen und zack, bumm, ist der Hintergrund automatisch von Canva entfernt worden. Das funktioniert in den meisten Fällen recht gut. Hin und wieder hat es vielleicht ein bisschen Probleme. Bis jetzt bin ich allerdings recht zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt hätte ich ganz gern noch ein bisschen eine Aufhellung. Ich bin in dem Foto schon relativ dunkel. Das heißt, ich gehe auf Anpassen hier rüber und schaue mal, dass ich erstens einmal die Helligkeit hier höher mache. Den Kontrast könnt ihr ein bisschen erhöhen. Spiele mich jetzt da ein bisschen mit den Farben. Also mich stört es nicht, wenn ich ein bisschen farbiger werde, hautfarbiger. Ich könnte noch vielleicht die Highlights, schau mal, ich muss nur auf den Kopf aufpassen, dass der nicht übersteuert. Nett wäre es natürlich, wenn das Ganze ein bisschen vom Schwarz weggeht, also nicht so knackescharf ist. Ja, ich kann hier noch ein bisschen aufhellen. Schauen wir den Weißbereich, wie weiß kann mein Kopf, meine Stirn vorn werden? So vielleicht circa. Kann man mal so lassen. Und jetzt passe ich mich genau in den Streifen hier einfach an. Das heißt, ich mache mich klein, schaue, dass ich da irgendwo so circa in den Streifen reinpasse. Vielleicht ein Hauch kleiner. Und schiebe mich jetzt mal auf die Seite, weil ich hätte ganz gerne, dass da drinnen noch Text steht. Das heißt, wir haben bis jetzt einmal den Mittelstreifen, wir haben mich als Person drinnen, wir haben diesen Abonnieren-Knopf da, den ich sicher nachher noch auf jeden Fall kleiner machen werde, und wir haben Platz hier drinnen für Logo bzw. für einen Text. So, fangen wir mit dem Text vielleicht gleich an. Ich gehe hier rüber auf Text, sage Textfeld hinzufügen und ich habe da einen Slogan. Mit mir wird so, habe den mal selektiert. Erstens hätte ich gern die Textfarbe weiß, also ich gehe hier auf die Textfarbe und wähle mir weiß aus. Ich hätte ganz gern das Ganze linksbündig, also gehe hier auf die Ausrichtung und mache das linksbündig. Dann könnte es natürlich schon noch ein Stückchen größer werden. Also ich schaue mal, dass das Ding so ein bisschen
größer wird. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch kleiner werden. Aber jetzt einmal nur so weit ungefähr angepasst und ich hätte ganz gern vielleicht den Zeilenabstand ein bisschen größer. Den findest du hier unter Abstand, Zeilenabstand, ja, so circa vielleicht. Okay, dann muss natürlich unbedingt mein Logo auch noch rein, keine Frage. Das heißt, auch das habe ich hochgeladen. Unter Uploads steht hier mein Logo drinnen. Das, falsch gedrückt. Übrigens, du kannst mit Steuerung Z oder Command Z am Mac auf jeden Fall alle Bearbeitungsschritte wieder rückgängig machen. In dem Fall setze ich es jetzt einfach hierher, passe es hier auch wieder an und habe es mal hier soweit reingesetzt. Eigentlich passt das soweit schon ganz gut. Ich hätte noch ganz gern erstens einmal weiße Linien um meine Grafik hier rum, also um meinen Streifen hier rum. Das heißt, ich selektiere den einmal, gehe hier rauf auf Rand, sage, ja, ich hätte gern einen Rand. Ich hätte gern als Randfarbe, muss ich wieder auswählen, weiß. Und schau mal, welche Randstärke ich habe. Ja, ich würde sagen so circa 9. Erscheint mir ganz gut. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen stört, ich schaue über diesen Rand drüber. Das heißt, eigentlich sollte ich ja unterhalb des Rahmens liegen. Deswegen, ich zoome da jetzt ein bisschen weiter rein, damit ich mich besser, also mich da besser kontrollieren kann. Selektiere mein Bild und kann hier unten diesen Punkt angreifen und kann mein Bild etwas beschneiden. Damit bin ich jetzt auch direkt hinter dem Rahmen. Und damit passt es auch wieder. Ich gehe wieder raus, schaue mir das Ganze an. Ist okay. Ich hätte aber ganz gern, dass um mich herum noch ein bisschen dass ich mich ein bisschen mehr abhebe von dem ganzen Ding. Ich selektiere mich also wieder, gehe auf Foto bearbeiten, auf Schatten. Ich mache mir einen Schatten, nur mit dem Unterschied, dass der Schatten nicht schwarz ist, sondern weiß. Das heißt, ich nehme also hier eine Schattenform an, sage weich zeichnen, ja, ich hätte ganz gern das ganze Ding wirklich weich, also das heißt, dass der Schatten nicht mehr klar definiert ist, sondern mehr so ein bisschen herumwabert. Ich hätte vom Winkel, ist egal, weil ich die Entfernung auf 0 stelle, damit liegt er direkt hinter mir und dass ich die Farbe nicht gern schwarz hätte, sondern weiß. Und jetzt kann ich mich mit dem Weichzeichner spielen, wie stark das ist, beziehungsweise welche Intensität das hat. Ich fahre mal die Intensität komplett rauf. Ich muss jetzt nur meine Größe noch ein bisschen anpassen. Die ist dadurch beeinflusst worden, durch den Schatten. Aber so kann man ganz gut hin. Wie ist der Schatten geworden? Ich kann ihn hier ein- und ausschalten. Ja, ist nett. Vielleicht hätte ich ihn noch mehr. Ich ziehe ihn noch ein bisschen mehr auf. Dann ist er noch ein bisschen subtiler. So, und lass das jetzt mal. Also um mich jetzt herum ein bisschen einen Heiligenschein. Das soll so sein, das gefällt mir, passt schon. Ansonsten passt das Ganze. Ich will jetzt aber natürlich kontrollieren, ob auch wirklich meine gesamten Inhalte da drinnen auch, warte, ich zoome da noch ein bisschen raus, ob diese ganzen Inhalte auch wirklich im sichtbaren Bereich sind, Desktop und Mobile. Deswegen habe ich ja diese Schablone, die habe ich hier schon mal hochgeladen. Das ist dieses File, einfach ein weißes File mit einem grauen Balken da drinnen, wo alles sichtbar sein sollte. Nimm das, lass es jetzt einfach einmal hier über das Bild drüber oder zieh es jetzt mal über das Bild drüber, damit es hundertprozentig deckend ist und fahre mal die Transparenz runter und sehe schon, okay, ich könnte mich auf jeden Fall bis darüber positionieren. Ich könnte die Schrift auch auf jeden Fall etwas weiter rüber positionieren. Bis hierher sind diese Sachen auf jeden Fall sichtbar. Also ich schnapp mir das, damit ich besser arbeiten kann, ziehe es noch einmal runter. Nur damit ich es jetzt ein bisschen als Vorlage habe. Das heißt, ich könnte mich hier weiter rüber positionieren. Ich könnte die Schrift auf jeden Fall noch um etwas größer machen. Okay, das Logo brauche ich jetzt nicht unbedingt größer, das passt so wie es ist. Könnte ich sogar auch kleiner machen.
Und der Abonnieren-Button, den kann ich jetzt da vielleicht noch ein bisschen dezenter, aber so circa in diesen Bereich reinlegen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Schablone hernehme und wieder drüber lege, dann sehe ich schon, okay, da bin ich auf der sicheren Seite, da bin ich auf der sicheren Seite. Passt eigentlich soweit. Kann ich also jetzt wieder löschen. Ich bin soweit da drinnen. Ich mache noch ein bisschen mein Logo kleiner und dezenter. Alles gut. Ich vielleicht positioniere mich noch ein bisschen weiter rüber, damit ich mehr Kontakt zu den Grafiken habe. Die Grafik geht vielleicht noch ein Hauchel rüber. Aber so kann man das schon lassen. Okay, und das kann ich jetzt mal als Banner verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Design fertig bin, wenn ich zufrieden bin mit dem, gehe ich auf Teilen hier und kann mir das File downloaden auf meinen Computer. Ja, und wie bekomme ich jetzt meine Grafik wirklich in das Banner von YouTube rein? Dazu gehst du auf der YouTube-Seite auf deinen Kanal bzw. in dein YouTube Studio und gehst hier auf der linken Seite auf Anpassen. Wenn du in der Anpassen-Tab drinnen bist, hier oben auf Branding und in dem mittleren Bereich hier kannst du das Bannerbild dann ändern. Du gehst also hier einfach nur auf Ändern, wählst auf deinem Computer das neu generierte Grafikfile aus, lädst es hoch. Er zeigt dir schon an, okay, in welchen Bereichen wird was sichtbar. Das ist also in dem Fall genau das, was wir wollen. Sagen fertig. Er lädt hoch und ich veröffentliche das Ganze. Wenn ich jetzt mir meinen Kanal anschaue, mich noch ein bisschen kurz stumm mache, dann habe ich hier oben das neue Banner schon drinnen. Ja, und wenn du dich weiter mit YouTube beschäftigen willst, dann möchte ich dir unbedingt auch das neue Vertikalformat von YouTube empfehlen. Die sogenannten YouTube Shorts, also quasi das Pendant zu Instagram oder TikTok. Hier in diesem Beitrag zeige ich dir, wie du damit schnell und einfach starten kannst. Viel Spaß dabei und bis gleich.